Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier von mir von der IFA 2025. Kommen wir direkt zum Punkt. Vier neue Produkte von XGIMI und die möchte ich dir in den nächsten Minuten einmal vorstellen. Das hier ist ein schlechtes Beispiel, das ist die Rückseite vom Titan. Wir gehen mal zu dem B2B Pro Heimkino Projektor. Kommen wir gleich nochmal im Detail zu, den XGIMI jetzt hier vorgestellt hat. Das ist der sogenannte Titan. Specs erzähle ich euch gleich was. Der wird auch genauso aussehen. Das ist ein Long-Throw-Projektor, hat kein Google OS oder whatever drauf. Es ist ein klassisches OS. Das Gerät ist so konzipiert, dass er wirklich halt ein professioneller Projektor für B2B-Anwendung oder halt für den Heimkinobereich ist. Aber der Fokus, der soll auf die neue Horizon-Serie gehen. Da gibt es nämlich 3 neue Modelle. Das ist der Horizon 20 Max Pro und der normale Horizon 20. Ich nehme dich mal mit, wir gehen mal rum. Da sind die Geräte nämlich schöner aufgestellt. Viele werden ja die Horizon-Serie, Horizon S und so weiter schon aus den vergangenen Jahren kennen. Jetzt muss man mal gucken, wie wir das am besten machen. Also das hier ist ganz klar die, in Anführungszeichen, alte Serie mit diesem cremefarbenen Design, was wir ja schon von den Vorgängergenerationen kennen. Gehen wir mal hier zu den nächsten Modellen rüber. Das ist der Horizon 20 Max, 20 Pro und der 20. Ich muss ihn mal ein bisschen hervorholen, dann sieht man das ein bisschen besser. Sie haben leichte Farbunterschiede. Das hier geht so in die Richtung leichtes Braun und das ist hier so grau-bläulich. Also was ich damit sagen will, ist, die beiden Modelle unterscheiden sich optisch bei der Farbgebung ein bisschen, so dass man das besser klassifizieren kann. Ihr seht es hier schon. Ich habe hier ein Drehelement, da ist jetzt eine Drehachse unten drunter, wenn ich ihn jetzt auf den Tisch stelle, dass ich ihn perfekt einstellen kann. Dann habe ich das Kippelement, das kennt man ja von den anderen Modellen und bin da per se ja schon mal sehr, sehr flexibel. Die Linsen, die Optiken sind seitlich positioniert. Hier habe ich vorne die Sensorik drin und hier vorne ist auch ein Harman Kardon Soundsystem wieder mit drin, wie man das halt von den anderen Pro-Geräten kennt. Ich drehe ihn mal, dass wir mal das Anschlusspanel uns angucken. 2 HDMI, USB 2.0, 3.0, ein Tox-Link, den Power-Button oder Reset-Button beziehungsweise dann halt den Kopfhöreranschluss. Das jetzt mal ganz grob erst einmal zum Optischen. Jetzt kommen wir zu dem, was unter den Geräten steckt und das ist echt immens. Wir haben hier eine schöne Visualisierung. Ich weiß nicht, wenn du mal einen Moment rauszoomst, dann sieht man das schon. Ich will jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so viel Details erzählen, auf die Gefahr hin, dass es halt noch nicht so perfekt stimmt oder perfekt sitzt. Was ich sagen will, eine echt komplexe Linsentechnik, die hier verbaut ist. Und die 3 Modelle unterscheiden sich bei der Anzahl der Laserchips. Also der große hat 40, 30 und 20. Dementsprechend staffeln sich nämlich auch die Spitzenhelligkeiten. Und jetzt komme ich endlich zum Punkt. Ja, also wir haben 5700 ISO-Lumen für den großen. Wir haben 4100 und, jetzt muss ich nochmal rauf gucken, 3200 ISO-Lumen in der Helligkeit für das kleinere Modell. Grundsätzlich sind sie ziemlich identisch, aber jetzt gehen wir mal in den nächsten Raum, um euch das auch mal direkt zu verdeutlichen. Diese Geräte sind absolut voll Gaming-tauglich. Wir reden hier von 1 Millisekunde Response-Time, also man hat es hier auch ganz prominent beworben. Man muss dazu sagen, bei 240 Hertz bei 1080p in der Auflösung. Ich glaube, das ist ja ein ganz gutes Beispiel. Wenn wir bei der 4K-Auflösung bleiben, haben wir immer noch sagenhafte 3 Millisekunden ALM und VRR. Einer der wirklich wenigen Projektoren, der das überhaupt beherrscht. Also ich kann mir eine Konsole anschließen und kann dann halt eben die Variable Refresh Rate, tolles Englisch, nutzen, sodass es dann halt kein Juddering mehr geben soll. Ein ganz, ganz heißes Feature ist der Lens Shift. Ich versuche es mal ganz subtil auszudrücken. Hier haben wir eine schöne Demonstration. Die Linse kann sich bewegen, links, rechts, hoch, runter. Ich habe hier eine schöne Tabelle eingeblendet. Da kannst du nämlich berechnen, auf wie viel Distanzunterschiede von links und rechts man bei welcher Zollgröße kommen kann. Das sind dann bei 300 Zoll mitunter mehrere Meter. Das hat den riesen Vorteil, ich habe halt nicht mehr diesen grauen, hässlichen Kasten drumherum. Ja, man sieht es hier ganz gut mit dem grauen Kasten drumherum und das ist halt der Vorteil von dieser Optikverschiebung.
dass das eben komplett vorgegriffen wird. Jetzt aktivieren wir das gleich mal wieder. Man sieht es hier noch ganz marginal, wenn wir hier im Detail gucken. Und das hier ist quasi für die Einrichtung eine kleine Hilfe. Wenn wir jetzt weiter weggehen würden, hätten wir natürlich ein viel, viel größeres Bild. Das sind jetzt hier um die 40, 45 Zoll Roundabout. Ja, das Gaming-Thema hatte ich ja schon erwähnt. Sieht auf jeden Fall ziemlich spektakulär aus, aber ich will in der Fülle der ganzen Features euch noch ein paar andere Sachen zeigen. Kommen wir mal selber nochmal zum Projektor zurück. Ich hatte ja eben gerade schon gezeigt, wie flexibel es ist. Das bestehende Zubehör kann man natürlich auch hier verwenden aus der Horizon-Serie. Also wir haben hier den Floor-Stand, also der ist dann halt, ja, den kann man wunderbar in den Raum stellen. Und gerade wenn ich halt die Optik so verschieben kann, dass das Gerät dann halt wirklich an der Seite des Raumes positioniert werden kann. Nettes Gimmick. Wandhalterung gibt es übrigens auch. Und genau, beim Zubehör. Riesenthema. Vielleicht gehst du mal einfach kurz ein Stück zurück. Wir haben hier ein 300 Zoll Bild mit genau diesem Projektor an der Wand dran, um das einfach mal ein bisschen zu zeigen. Ich hoffe, die Kamera kann das einigermaßen einfangen. Was ich aber noch sagen will, wir haben hier eine komplette 3D-Fähigkeit in diesem Projektor. Mit einer Shutterbrille, die kannst du dann halt auch von Xgimi direkt kaufen. Ja, und ich würde sagen, 3D-Projektor in dieser Größe nicht so schlecht. Als Lichtquelle wollte ich euch auch unbedingt nochmal sagen, ich muss nochmal nachgucken, haben wir hier einen DLP-Chip, ist klar, wir können nichts anderes erwarten, mit 0,47 Zoll. Und jetzt kommt der Titan wieder ins Spiel. Der hat einen DMD-Chip mit 0,78 Zoll, also nochmal eine ganze Ecke größer, was im Umkehrschluss eigentlich bedeuten sollte, dass wir hier nochmal mehr Bildschärfe, noch mehr Bildqualität auf diese Größe haben. Das Ganze, was du hier siehst, das ist wirklich einfach nur auf das weiße Messetuch raufgespannt. Ich finde, das sieht echt schon beeindruckend aus. Das ist generell sehr hell. Wir haben hier alles weiß, es ist nichts abgedunkelt. Wir gehen mal gleich mal noch mal zum Titan rüber und dann zeigen wir euch das Ganze nochmal. Wichtigste jetzt, die Geräte sind ab Oktober, ist mein jetziger Stand hier auf der IFA, verfügbar. Preise, so wie sie jetzt mir mitgeteilt wurden. Kurze Denkpause, was denkst du? 2.999 €, der kleinere 20 Pro, ich muss drauf gucken, 2.100 € und das Einstiegsgerät aus dieser Serie wird dann mit 1.700 € UVP auf den Markt kommen. Ja, das waren jetzt die Horizon-Geräte und ich habe ja gesagt, wir gehen noch mal kurz zum Titan. Wir haben jetzt in den nächsten Minuten als kleiner Abspann noch mal einen Qualitätseindruck vom Gerät, also es ist wirklich ein absolut beeindruckender Heimkinoprojektor, kann man wirklich so sagen. Hat halt aber nicht diese ganzen Streaming-Allüren wie jetzt hier die 20er-Serie, die wir euch gerade vorgestellt haben. Und ich will einfach mal ein paar Eckdaten sagen. Für diese Sekunde, du kannst natürlich hier auch in der Videobeschreibung und rechts oben in der Ecke findest du nochmal den Link zum Newsbeitrag, da habe ich dann wirklich alles detailliert aufgeschlüsselt. 500 Watt Verbrauch hat der Gute. Und es sind im Grunde genommen alle Features auch drin, wie man halt bei der Horizon-Serie gesehen hat. Und das Ganze ist ein absoluter Bildbrecher. Und ich entlasse euch oder dich jetzt mit dem Preis von 4.000 € vom Gerät. Ich weiß jetzt nicht genau, wann er auf den Markt kommen wird. Im Artikel habe ich das dann reingeschrieben, nacheditiert. Und ich danke dir für die Zeit hier beim Zuschauen. Und schau dir gerne noch die anderen Videos hier von der IFA von mir an. Hier findest du die Playlist. Und in diesem Sinne viel Spaß mit den nächsten Sekunden und ein paar Bildeindrücken von diesem sehr spannenden Projektor. Bis dahin.